Was geht da eigentlich gerade ab in Hamburg? Ganz ehrlich, wenn ich auf Twitter gehe und sehe, dass da vermummte Leute durch die Straßen ziehen und demonstrieren und dabei Autos anzünden, die ganzen Geschäfte zertrümmern, Scheiben einschlagen, dann frage ich mich ganz ernsthaft, habt ihr sie eigentlich noch alle? Und dabei gibt es genügend Beispiele, die zeigen, dass Protestieren und Demonstrieren auf eine gute und tolle und wirklich sachliche Art und Weise passieren kann. Und nicht so wie die paar Hampelmänner da, die gerade durch Hamburg ziehen und Hamburg irgendwie demolieren. Hallo, zurück zu einem neuen Video. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der G20-Gipfel in Hamburg läuft gerade und Hamburg versinkt irgendwie in Rauchschwaden. 1000 Autos werden zertrümmert und die Demonstrationen geraten, so scheint es zumindest, komplett außer Kontrolle. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es natürlich auch friedliche und tolle Demonstrationen und ein Beispiel davon will ich euch ein bisschen später im Video zeigen, aber jetzt zeige ich euch erstmal, warum überhaupt dieses ganze Drama abgeht. Warum wird gerade so heftig demonstriert wie, ich weiß gar nicht, noch nie in Hamburg? Ich weiß es nicht genau. Der große Auslöser für diese Eskalation und Demonstration ist der G20-Gipfel. Und was das ist, das erkläre ich euch jetzt. Der G20-Gipfel ist ein Zusammenkommen von 19 Staaten plus die Europäische Union und repräsentiert damit die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Und genau dort wird über die Probleme der internationalen Finanz- und Wirtschaftssysteme geredet. Diese ganze Aktion findet jedes Jahr statt und dieses Jahr eben in Hamburg. Und das ist das dritte Mal, dass das Ganze in Deutschland ist. Ja, und wer nimmt überhaupt an diesem Treffen teil? Das sind Länder wie die USA mit Trump, aber eben auch Deutschland, die Türkei mit Erdogan, eben aber auch Russland mit Putin und ganz viele weitere Länder. Das Ganze bekommt natürlich auch einen Haufen Kritik ab. Zum einen beispielsweise die Legitimation dieser Staatengruppe, denn um da überhaupt reinzukommen, zählen eben nur wirtschaftliche Aspekte, aber vor Ort wird sich über globale Themen unterhalten und dabei werden eben zahlreiche Länder so ausgeschlossen. Außerdem wird die Teilnahme von autoritären Staaten wie beispielsweise China oder Saudi-Arabien kritisiert. Und natürlich wird auch die Teilnahme von Erdogan, Putin und Trump kritisiert. Darüber hinaus wird dem Treffen vorgeworfen, dass man eben nur Politik für die Wirtschaft und für Profitmaximierung macht. Und zu guter Letzt ist es auch eine Kritik gegen die Staatsgewalt. Und diese Kritik äußert sich jetzt natürlich in Demonstrationen, zum Teil eben auch gewaltsam, aber es gibt auch Demonstrationen, die meiner Meinung nach viel besser sind, die friedlich sind und auch noch eine richtige Sinnhaftigkeit haben, wirklich ansehnlich gemacht sind und genau so eine will ich euch jetzt vorstellen. Und zwar ist das die 1000 Gestalten Aktion. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen, das war eine Aktion, in der ganz viele Menschen, um genau zu sein 1000 Menschen, durch die Straßen von Hamburg gelaufen sind und grau angemalt waren, was übrigens, ich glaube es war Lehmpulver, das was es war, und einfach still und leise, schweigend, nichtssagend durch die Straßen gezogen sind. Und das Ganze sah irgendwie aus wie so eine, ja, wie so eine Zombie-Horde, will man sagen, weil sie eben auch total leblos waren, abgesehen davon, dass sie eben gelaufen sind und sich bewegt haben, aber sonst die Mimik und alles drum und dran war einfach stocksteif und sie haben nicht geredet, sondern sind einfach durch die Straßen gelaufen. Das Ganze sollte übrigens zeigen, dass praktisch kein Gefühl mehr für eine andere Welt da ist, dass sich alles praktisch nur noch um Wirtschaft dreht und nur noch um Börsenaktien dreht, dass man sich davon leiten lässt, dass es inzwischen nur noch wichtig geworden ist, was man hat und nicht wer man ist und was man ist. Also man legt viel zu viel Wert auf die wirtschaftliche Seite des Lebens. Außerdem repräsentierte das Ganze insbesondere in Bezug auf diese Brüchigkeit des Lebens und diese graue Farbe an den Klamotten und der Kleidung sozusagen eine verkrustete Gesellschaft, die eben ja die Solidarität füreinander verloren hat. Am Ende der Performance zogen alle sozusagen ihre Oberteile aus und darunter hatten sie ein buntes T-Shirt und das sollte sozusagen die Befreiung einer starren Struktur eben darstellen. Das Ganze wurde übrigens von einem Kollektiv organisiert von Menschen aus Handwerk, Kunst und Kommunikation. Also meiner Meinung nach wirklich eine super Aktion und das Schlimme daran ist, dass jetzt diese gewaltsamen Bilder, diese gewaltsamen, grauenhaften Auseinandersetzungen in den Köpfen der Menschen stecken bleiben aus Hamburg, aus diesem G20-Gipfel und nicht solche tolle Aktionen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele weitere friedliche Demonstrationen, die aber komplett untergehen im Zuge dieser gewaltsamen Auseinandersetzungen. Das finde ich absolut traurig, denn meiner Meinung nach führt Gewalt, egal von welcher Seite aus die jetzt kommt, nicht zum Ziel. Solche Sachen führen zum Ziel, die eben auf kreative Art und Weise zeigen, was falsch an der Gesellschaft ist. Mich erinnert das so unglaublich an mein Ehe für alle Video. Ich habe dafür plädiert,
dass eine konstruktive Diskussion zustande kommen soll und dass man nur so vorankommt. Aber nein, was ist passiert? Viele der Gegner haben zum einen nicht mit Argumenten diskutiert und zum anderen haben sich komplett ausgelassen und andere beleidigt. Und diese überschatten natürlich diese komplette Kommentarsektion. Und die wirklich das vielleicht auch nicht verstehen, aber dann diskutieren und andere, die dies verstehen oder das gut finden, darauf eingehen, das geht komplett unter. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche wie mit diesen Demonstrationen. Die sachlichen, informativen, wirklich tollen und guten Demos gehen komplett unter gegenüber diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen in Hamburg und das finde ich persönlich extrem traurig. Und jetzt seid ihr dran, sagt mir in den Kommentaren, was ihr von dieser ganzen Aktion haltet. Seid ihr der Meinung, dass solche gewaltsamen Auseinandersetzungen und großen Demos doch irgendwie sinnvoll sind, um sozusagen sein Ziel durchzusetzen, oder dass so Demonstrationen und Performances, wie ich es gerade vorgestellt habe, der Weg zum Ziel sind, um wirklich seine Ziele im Endeffekt durchzusetzen? Lasst mich das in den Kommentaren wissen und wenn ihr dieses Video mochtet, dann klickt bitte auf den Daumen nach oben, das würde mich wirklich freuen und mir wirklich helfen. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann klickt einfach hier und wenn ihr mich abonnieren wollt, dann klickt einfach hier. Ja, danke fürs Zusehen, euer Marvin. Ciao.